Da wird einfach weggeschaut. Es wird weggeschaut. Wir sehen jetzt, dass unser System es über die nächsten Jahrzehnte nicht mehr packt, weil wir zu viel chronisch kranke Menschen bekommen. Und es nimmt rasant zu seit den letzten 5 Jahren. An die grundlegende Ursache gehen wir nicht mehr und ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Ich habe dann damals gesagt, ich bin zum Chefarzt hingegangen und habe gesagt, ich gründe jetzt eine eigene Firma. Und dann sagt er so, das machen wir nicht. Ich habe gesagt, ja gut, dann gehe ich. Dann verlieren Sie aber einen sehr guten Arzt. Dann bin ich gegangen. Wir Ärzte werden in dem ganzen klassischen Medizinsystem so ausgebildet, ich bin der ärztliche, weiße, alte Mann, der einfach alles weiß, anstatt dahinter die physiologische Ursache zu verstehen. Die unterschiedlichen Faktoren, die wir haben, sind so komplex, dass du sie ja gar nicht einzeln benennen kannst. Jeder möchte sagen, das ist die Ursache. So ist unser ganzes klassisches System aufgebaut. Oder das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Die Lösungs... Mindseed mit Leon Heimann. Manuel Burzler ist Arzt, aber einer, der sich irgendwann entschieden hat, das klassische Krankenhaussystem zu verlassen. Nicht, weil er Medizin ablehnt, sondern weil er erlebt hat, dass ihm als Arzt bei chronisch kranken Menschen teilweise die Hände gebunden waren. Heute versucht er, klassische Medizin mit funktioneller Medizin und Epigenetik zu verbinden. Und damit stellt er eine ziemlich grundlegende Frage. Warum leben in einem modernen Gesundheitssystem so viele Menschen mit Beschwerden, obwohl ihre Werte angeblich normal sind? Genau deshalb wollte ich mit Manuel sprechen. Weil wir bei mentaler Gesundheit oft über Gedanken, Stress und Emotionen sprechen, aber viel seltener darüber, was all das ganz konkret mit unserem Körper macht. Und umgekehrt, welchen Einfluss Darm, Ernährung, Entzündung oder unser Lebensstil auf unser Wohlbefinden haben können. In diesem Gespräch erfährst du, warum Manuel viele chronische Beschwerden anders betrachtet, was Epigenetik eigentlich bedeutet und warum unsere Gene laut ihm weniger über unser Schicksal entscheiden, als viele glauben. Und wenn dir Gespräche wie dieses hier gefallen, dann würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal einmal kostenlos auf YouTube oder Spotify abonnieren würdest. Denn damit unterstützt du den Kanal und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Manuel, wir haben eines der modernsten Gesundheitssysteme der Welt und gleichzeitig leben immer mehr Menschen mit chronischen Beschwerden und hören dann irgendwann, ihre Werte sind eigentlich in Ordnung. Was übersehen wir bei der Frage, warum Menschen krank werden? Vieles. Ich glaube, die Bevölkerung darf verstehen und die Gesellschaft, dass so wie unser Gesundheitssystem aktuell aufgebaut ist, für die Zukunft nicht mehr ausreicht. Und jeder von uns kennt das Gefühl, er geht zum Arzt und hat das Gefühl, jetzt wird mir geholfen. Und jeder hat aber in der Familie oder bei einem Freundeskreis Menschen, denen nicht geholfen wird. Jeder. Und dann begibt man sich auf die Suche, auf neue Wege. Man bekommt neues Wissen. Und dann irgendwann verändert man auch die eigenen Meinungen oder die eigenen Einsichten. Und dann beginnt plötzlich eine riesengroße Welt in der Medizin. Und nicht nur die klassische Medizin, die wir beim klassischen Hausarzt bekommen. Und auf deine Frage zurück, wenn du zum Hausarzt gehst und sagst, hey, ich lasse mich mal durchchecken, dann bekomme ich ein normales Labor mit einem normalen Blutbild, mit Nierenwerten, Leberwerten, vielleicht noch Schilddrüsenwerten. Da werden vielleicht sogar ein paar Werte nicht genommen, vielleicht noch mal ein bisschen Eisen. Wenn der Hausarzt mal gut ist, dann noch Vitamin B12 und vielleicht Folsäure. Und wenn er richtig gut ist, Vitamin D und Omega-3. Aber was sind denn diese Werte, die dort gemessen werden? Das sind Normwerte. Wie werden diese Normwerte wie entstehen die? Aus einer Messung von unserer Normalbevölkerung. Jetzt die Frage, ist unsere Normalbevölkerung gesund?
Und wenn wir tiefer gucken, tiefer in die Physiologie, dann kann ich dir sagen, dass unsere Normalbevölkerung, wenn wir uns gesund fühlen, viele von uns nicht gesund sind, sondern es ein Vorstadium ist von eigentlich schon krank sein. Du hast gerade beschrieben, wie jemand, der zum Arzt geht und der krank ist und der dort nicht fündig wird, dann hinterher anfängt mit Freunden zu sprechen und sich selbst informiert und dann so eine Riesenwelt der Medizin sich vor ihm eröffnet. So ähnlich war das ja auch bei dir. Du hast ja früher im Krankenhaus gearbeitet. Nimm uns mal mit in deine Perspektive, wo du dich angefangen hast, mit der Medizin zu beschäftigen und wo sich dann für dich diese neue Welt eröffnet hat. Ich bin schon ein bisschen anders aufgewachsen, mit 2 Eltern, die Heilpraktiker sind. Meine Eltern haben nie was anderes gelernt. Die haben sich direkt dafür entschieden, ich möchte Heilpraktiker werden. Und ich durfte sozusagen schon auf der anderen Seite mal die andere Seite während meiner Kindheit, Jugendlaufbahn sozusagen erleben. Was bedeutet gesunde Ernährung? Was bedeutet ein gesundes Mikrobiom? Wie behandle ich Allergien? Wie behandle ich chronische Erkrankungen auf die andere Art und Weise? Ich habe aber immer die Diskrepanz gesehen bei meinen Eltern, bei meinem Vater, dass er nicht die Anerkennung für seine Arbeit bekommen hat, die ihm vielleicht eigentlich zusteht aufgrund seines Erfolges. Die waren damals einer der erfolgreichsten Heilpraktiker Deutschlands, ja, über ein Jahr Wartezeit. Wahnsinn. Mhm. Und dann habe ich mich damals entschieden, ich studiere jetzt Medizin. Und um die andere Seite kennenzulernen, zu sehen, wie kann man vielleicht diese beiden Seiten miteinander verbinden. Und habe die ganz normale Schullaufbahn oder die ganz normale klassische Medizin durchlaufen, bin dann ins Krankenhaus gegangen, hatte damals noch den Glaubenssatz selber, ich muss auch erstmal noch 10 Jahre lang in die klassische Medizin gehen, um dann auch wirklich die Anerkennung oder auch das Wissen zu haben, um alle Welten miteinander zu verbinden. Mhm. Und dann war ich ja einige Jahre in der Klinik, Notaufnahme, Innere Medizin, Kardiologie, Gastroenterologie. Habe auch den Schlauch in der Gastroenterologie hinten und vorne reingesteckt. Ja. Und habe einfach gesehen, wie chronische Erkrankungen, zum Beispiel Reizdarm, zum Beispiel Colitis ulcerosa, zum Beispiel Morbus Crohn, einfach nicht ganzheitlich sich angeschaut werden. Erstmal von der Diagnostik her und dann aber auch in der Therapie. Weil ich habe ja die andere Seite schon gesehen gehabt von meinen Eltern damals. In ungefähr einem Monat geht es los. Mindseed geht auf Live-Podcast-Tour. Bist du Mutter oder Vater und weißt manchmal einfach nicht mehr, was in der Erziehung das Richtige ist? Steckst du in einer Beziehung, von der du weißt, dass sie dir eigentlich nicht gut tut und schaffst es trotzdem nicht, dich von ihr zu lösen? Oder gibt es etwas aus deiner Vergangenheit, das bis heute bestimmt, wie du fühlst und reagierst? Dann könnte einer unserer Live-Abende genau das Richtige für dich sein. Los geht's am 19. September in Berlin, wo ich mit Dr. Britta Papay über Narzissmus und ungesunde Beziehungen spreche. Direkt einen Tag später geht es in Hamburg mit Dr. Jan-Uwe Rogge weiter, rund um Erziehung, Grenzen und die Herausforderungen im Familienalltag. Im Oktober sehen wir uns dann in Stuttgart. Dort spreche ich am 16. Oktober mit Lutz Ulrich Besser darüber, wie Trauma und Erfahrungen aus unserer Vergangenheit uns bis heute prägen können. Den Abschluss macht am 17. Oktober Verena König in Düsseldorf und dieser Abend ist tatsächlich schon komplett ausverkauft. Das Besondere an diesen Abenden, du sitzt nicht einfach nur da und hörst zu. Du kannst deine eigene Geschichte und die Frage mitbringen, die dich vielleicht schon seit Monaten oder Jahren beschäftigt und sie einem Experten stellen, der sich seit vielen Jahren genau mit deinem Thema beschäftigt. Mein Wunsch ist, dass du danach mit einer neuen Perspektive oder mit ganz konkreten Ideen nach Hause gehst, die dir in deinem eigenen Leben weiterhelfen. Für Berlin, Hamburg und Stuttgart gibt es aktuell noch Tickets. Alle Termine und den Link zu den Tickets findest du unter dem Video in den Shownotes. Ich freue mich riesig darauf, euch endlich persönlich kennenzulernen. Vielleicht können wir da kurz einhaken, weil ich hatte gestern tatsächlich mit einer Freundin gesprochen und dann, ich habe sie jetzt eine Woche nicht gesehen und dann stand die vor mir und hatte so einen Bauch, so richtig aufgeblasen und sie hat zu mir, guck mal meinen Bauch. Ich so, ja, streckst du den gerade raus oder? Die so, nee. Und dann sagt die zu mir, die hat Reizdarm, hat seit
konnte sich seit einer Woche nicht entledigen und sie war beim Arzt und der Arzt hat zu ihr gesagt, ja, kann man nichts machen. Höre ich immer wieder und ich kann gar nicht mehr anders reagieren, als wenn wir selbst betroffen sind von so welchen Symptomen und selbst nicht alleine auf die Reise gehen mit den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, dann sind wir selbst schuld. Das ist die Eigenverantwortung von jedem Patienten und von jedem, der Symptome hat, sich selbst damit zu beschäftigen. Weil von deinem Hausarzt bekommst du es aktuell nicht, außer er hat sich selber weiterentwickelt in seinem eigenen Mindset, in seiner eigenen beruflichen Entwicklung, damit er versteht, dass ein Reizdarm ganz viele unterschiedliche Ursachen haben kann und nur ein Symptom ist. Und das heißt, einerseits hast du als Patient die Verantwortung, dir selber Wissen zu holen und das ist im Moment möglich, mittlerweile über Internet und so weiter. Und es gibt genug Ärzte und Mediziner, so wie mich, die darüber aufklären. Und auf der anderen Seite zu sagen, naja gut, wenn mein Hausarzt mir nicht hilft oder mein Gastroenterologe, dann schaue ich weiter und gehe. Man muss heutzutage tatsächlich dann gehen und sich dann eine andere Information holen. Was kann ein Reizdarm zum Beispiel sein? Das ist ein Symptom. Das ist keine Erkrankung, es ist ein Symptom für mich. Was kann es sein? Es können klassische Nahrungsmittelunverträglichkeiten sein auf Dinge, die nicht richtig getestet wurden oder noch nie getestet wurden teilweise. Wenn ich zum Beispiel, ich kann auf eine Birne allergisch sein, aber nicht nur allergisch, sondern auch unverträglich und der Magen oder der Darm kann dann nach 24 Stunden später erst darauf reagieren und du bringst es gar nicht mehr in die Verbindung damit. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, auf was man reagieren kann und warum ein Reizdarm entsteht. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Erfahrung in deinem Krankenhaus. Was genau hast du denn da erlebt? Nimm uns mal mit in so ein paar konkrete Beispiele, wo du gemerkt hast, nee, das ist es jetzt ja nicht. Es gab eine Situation, ich kann mich ziemlich genau erinnern, als ich vor meinem Oberarzt damals stande und ich ganz genau gewusst habe, ich bin jetzt anderer Meinung. Und ich weiß aus meiner eigenen ärztlichen Erfahrung, dass man das anders behandeln kann. Aber mir komplett die Hände gebunden waren als Arzt, in diesem System anders zu arbeiten mit chronischen Erkrankungen. Als Beispiel, ich war in der Gastroenterologie. Was ist das nochmal? Gastroenterologie ist praktisch, wenn man Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt hat. Okay. Wenn jemand zum Beispiel eine chronische Darmerkrankung hat oder ein Magenproblem oder ein Darmproblem oder einfach Vorsorge, wenn man zum Beispiel eine Darmuntersuchung machen möchte bei Darmkrebs und so weiter. Oder präventiv. Und ich habe gewusst damals schon, zum Beispiel beim Darm, ja, typisches Reizdarm-Syndrom, was muss ich schauen? Hat derjenige Unverträglichkeiten? Hat er eventuell einen sogenannten Leaky Gut? Leaky Gut sind, dass der Darm in Anführungsstrichen nicht hundertprozentig dicht ist, ja, in den kleinsten Zwischenbahnen sozusagen zwischen den Darmzellen und unverdaute Nahrungsbestandteile, Proteine vor allem, die noch nicht richtig verdaut wurden, in die Blutbahn übergehen und dadurch das Immunsystem darauf reagiert und Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickelt. Auf die Dinge, die du natürlich jeden Tag isst. Und diese Möglichkeiten, das gibt es. Wir wissen das aus der funktionellen Medizin. Man kann es messen und man kann aber auch darauf reagieren und um den Darm wieder in Anführungsstrichen dicht zu bekommen, damit auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten und diese Entzündungen im Darm, diese stillen chronischen Entzündungen, die dadurch entstehen, wieder weggehen. Was machen wir stattdessen im Krankenhaus? Wir machen eine Darmspiegelung, eine Magenspiegelung. Makroskopisch heißt das. Also wir sehen es mit der Kamera nicht. Das sieht alles in Ordnung aus. Man sieht noch nicht mal vielleicht die Entzündung, die Stille. Und was gibt man? Ach, vielleicht ein Iberogast. Ja, damit es ein bisschen den Magen magenschonend ist und so weiter. Oder halt, der Magen beruhigt ist, der Darm ein bisschen beruhigt ist. Und that's it. An die grundlegende Ursache gehen wir nicht mehr. Und ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Ich habe dann damals gesagt, ich bin zum Chefarzt hingegangen, habe gesagt, ich gründe jetzt eine eigene Firma. Und er so, ja, spannend. Ich möchte gerne 30% hier arbeiten, 70% in einer anderen Firma. Und dann sagt er so, das machen wir nicht. Ich sagte, ja gut, dann gehe ich. Dann verlieren Sie aber einen sehr guten Arzt. Und der dann so, ja, und Sie eine sehr gute Stelle.
Und dann bin ich gegangen. Und er hat mir noch damals gesagt, irgendwie 8 von 10 Startups oder so schaffen es nicht. Herzlichen Glückwunsch. Mittlerweile habe ich 3 Firmen in dem Bereich und eine Firma sogar, die weltweit führend ist. Also, ja. Das heißt, okay, du hast gesehen, dass das System da im Krankenhaus nicht funktioniert, dass nur Symptome behandelt werden. Du hast es dann sogar eigentlich angesprochen bei deinem Chefarzt. Du bist da aber auf so eine Blockade gestoßen. Dann hast du ihm gesagt, okay, pass auf, ich möchte mich da irgendwie weiterentwickeln im Bereich. Kann ich noch 30% hier bleiben? Hat er gesagt, nee, unterstütze ich nicht. Und du wirst sowieso nicht erfolgreich sein. Die Möglichkeit, dass ich nicht erfolgreich bin, besteht, ja. Das wollte er mir auf jeden Fall sagen, ja. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Was hast du dann, also was war dann dein Ziel mit dieser neuen Firma und was macht ihr heute? Ich hatte damals mit 18, einer meiner größten Lernaufgaben in meinem Leben, glaube ich, ist vielleicht viel von vielen, sich selber anzuerkennen, sich selber wahrzunehmen und mit sich selbst wirklich zufrieden zu sein. Und das habe ich damals mit 17, 18 schon angefangen, selber an mir zu arbeiten und habe dann damals mit 29, 30 verstanden, wie kann ich dann das Ganze mit der Medizin verbinden, die ich gerne mache. Und da kam mir die Wissenschaft der Epigenetik über den Weg, oder ist mir über den Weg gelaufen, schon Mitte meiner 20er. Und die Wissenschaft der Epigenetik verbindet eigentlich die Möglichkeit, okay, die Emotionen, die ich habe, die Gefühle, die ich jeden Tag fühle, das Mindset, was ich habe, verändert meine Biochemie in meinem Körper. Vor allem die Dinge, die ich zu mir sage und die ich mache und meine Verhaltensweisen. Wenn meine Biochemie verändert wird, docken ja diese Hormone oder Neurotransmitter an meine Zellen an und verändern am Ende einen Teil, wie meine Zelle arbeitet. Und auch die Genaktivitätsprozesse. Und das ist die Epigenetik. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, wow, Wahnsinn, da fuchse ich mich rein. Ich habe mir viele Studien durchgelesen und so weiter und habe verstanden, meine eigene Persönlichkeitsentwicklung oder das Mindset, was ich habe und so weiter, beeinflusst natürlich meine Biochemie. Aber auch, wie ein Teil meiner Gene abgelesen wird, eventuell. Und dementsprechend habe ich dann gesehen, was in dem Epigenetikbereich möglich ist, welche Einflussfaktoren wir noch haben von unserem Lebensstil, natürlich Ernährung und vieles andere, Supplements, Phytonährstoffe und so weiter, Sport. Und habe dann gesagt, als ich dort sehr viel Wissen hatte, das verbinde ich, das ist mit der normalen Medizin, mit einer anderen Medizin und zeigt den Menschen da draußen, wie sie sich selber positiv beeinflussen können und dadurch präventiv gesund bleiben könnten. Und habe dann gesagt, okay, wir machen das für den Patienten. Haben wir das versucht, wollte uns keiner. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, dann bilden wir Menschen darin aus, Heilpraktiker, Gesundheitscoaches, Ärzte. Und dann ist es eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Und das haben wir gemacht. Haben wir mit 30 angefangen und haben angefangen, Ärzte, Heilpraktiker und Gesundheitscoaches auszubilden im Bereich Epigenetik und Genetik. Warum machen negative Gedanken uns krank? Der einfachste Mechanismus, den ich mir persönlich, so wie ich es sehe, ist, wenn du jeden Tag negativ über dich denkst, schickst du jeden Tag Stresshormone in dein System. Das heißt, du hast jeden Tag Stresshormone chronisch zu viel in deinem Körper. Diese Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol docken an deine Zellen in deinem Körper an, geben ein Signal in die Zelle. In der Zelle passieren wieder bestimmte Prozesse. Und was dann passiert ist, dass dieser chronische Stresszustand epigenetisch sich niederlegt. Das bedeutet, dass bestimmte Gene, die für chronischen Stress stehen, die da durch diese Signalmoleküle ausgelöst werden, vermehrt hochgefahren werden, vermehrt abgelesen werden.
und andere Sachen, die vielleicht durch chronischen Stress unterdrückt werden müssen, runtergefahren werden. Das bedeutet, in der Zelle kann sein, dass durch diesen chronischen Stress dauerhaft Entzündungsproteine produziert werden. Entzündungsproteine lässt uns schneller altern, lässt uns gegebenenfalls auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass andere Erkrankungen früher auftreten. Und das können wir heutzutage messen. Wir können chronischen Stress im Epigenom messen. Und zwar über Tests. Und wir wissen auch, wie wir sie positiv beeinflussen können. Okay, das heißt, eigentlich alles, was wir tun, also zum Beispiel auch Ernährung, Schlaf, unsere Beziehungen, Lebensstil allgemein, beeinflusst unsere Gesundheit mehr, als wir denken. Weil wir gehen ja oft davon aus, dass also wir haben ja diese typischen Marker, ne, so Ernährung, Stress auf der Arbeit und so. Wir haben so ein paar Sachen, an die wir, glaube ich, oft denken, was uns krank machen könnte. Aber es gibt wesentlich mehr Faktoren, die darauf einwirken, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ich denke, die grundlegenden Dinge, die jeder sozusagen weiß, okay, gesunde Ernährung ist für mich wichtig. Okay. Wie viele Leute heutzutage, die sagen, ich ernähre mich gesund, ernähren sich wirklich gesund? Das ist das eine. Das zweite natürlich, wo jeder dran denkt, ist zum Beispiel chronischer Stress auf der Arbeit oder chronischer Stress in der Familie zum Beispiel. Das stimmt auch. Aber jetzt, wenn wir ein bisschen tiefer kramen oder auch graben, was beeinflusst denn das wirklich? Einerseits natürlich die Ernährung und dann wird es komplex. Welche Ernährung? Wir brauchen bestimmte Ballaststoffe für unseren Darm, für unsere Darmbakterien. Die mögen gerne Ballaststoffe, weil sie sich davon ernähren, die Darmbakterien. Und gute Darmbakterien bilden zum Beispiel Butyrat. Butyrat ist eine kurzkettige Fettsäure, die wiederum epigenetisch wirkt auf unsere Stressregulation. Also wir können dann Stress besser regulieren. Plus ist ein Butyrat noch für vieles anderes wichtig, zum Beispiel auch für die Darmzellen, damit sie gesund bleiben, damit der Darm gesund bleibt und so weiter. Das heißt, essen wir schon zu wenig Ballaststoffe in unserer Nahrung, was viele tun, dann ernähren wir unsere Darmbakterien nicht genug. Und wenn unsere Darmbakterien nicht gut oder gesund für uns sind, dann können wir krank werden. Auf unterschiedlichsten Ebenen. Auch epigenetisch können wir hier vermehrt Stress vielleicht nicht so gut regulieren. Dann, ich meine, diese Darm-Hirn-Achse kennt jeder, ja, heutzutage schon, aber diese Darm-Epigenetik-Achse, die kennen noch wenige, ja, dass unsere Darmbakterien sozusagen hier Einfluss nehmen können. Dann geht es darum, zu verstehen bei der Ernährung, nicht automatisch jedes Lebensmittel, was vermeintlich für den Manuel gesund ist, ist für den anderen gesund. Warum nicht? Was ist, wenn ich auf bestimmte Sachen Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickelt habe und mein Immunsystem darauf reagiert und ich dann eine proentzündliche Situation habe? Dann ist zum Beispiel ein Apfel vielleicht für mich nicht gesund, weil ich darauf reagiere. Und heutzutage leben wir genau in dieser Welt, wo wir auf viele Dinge reagieren, aber es nicht getestet wird und vieles nicht wissen. Warum wird jemand allergisch auf etwas? Wenn unser Darm sozusagen chronisch krank oder minimal chronisch entzündet ist und wir einen sogenannten Leaky Gut haben oder in der klassischen Medizin heißt es Darmpermeabilitätsstörung haben, dann gehen, wie ich vorhin beschrieben habe, eventuell noch unverdaute Nahrungsproteine in die Blutbahn über und das Immunsystem reagiert und wir kriegen eine Unverträglichkeit. Aber warum bekomme ich einen Leaky Gut? Das kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Also auf der einen Seite isst man vielleicht bestimmte Dinge, die für uns entzündlich sind und dann ein Leaky Gut entsteht. Was heißt entzündlich? Zum Beispiel zu hoch verarbeitete Lebensmittel, toxische Lebensmittel, wo Pestizide, Insektizide drin sind, Schwermetalle drinnen sind. Also Dinge, die eigentlich nicht für uns gut sind. Mittlerweile sind wir unser Körper ist ein Fass voller Toxine. Wir sind belastet alle mit Toxinen, Insektiziden, Pestiziden,
Schwermetallen wie Blei, Cadmium, Quecksilber. Und die Frage ist nicht, sind wir belastet, sondern wie viel und wie gut kann unser Körper damit kompensieren. Oder kann kompensieren. Und dann später, das geht das definitiv in der funktionellen Medizin auch darum, aber auch in meiner Medizin, meiner Meinung nach, es geht darum, tagtäglich den Körper zu unterstützen, damit er sich wieder selber teilweise entgiften kann. Und über die Jahre hinweg müssen wir anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, wie entgifte ich meinen Körper. Kurze Nachfrage an dieser Stelle. Was ich nie verstehe ist, ich merke das so in meinem Freundeskreis, dass einige von denen dann so Mitte 20 auf einmal irgendwelche Allergien entwickelt haben. Auch zum Beispiel im Frühling die Allergie gegen die Pollen zum Beispiel. Da ich frage mich da immer, warum jetzt auf einmal so? In deren Leben hat sich jetzt nicht so großartig was verändert. Aber nach deiner Aussage würde das bedeuten, dass sich das Toxinlevel im Körper einfach eine gewisse Schwelle überschritten hat, dass dann auf einmal diese Allergien aktiviert wurden durch den Leaky Gut? Zum Beispiel, es ist sozusagen ein Teufelskreislauf. Das sind unterschiedlichste Mechanismen, die im Körper sozusagen dort beeinflusst werden durch Toxine. Bestimmte Enzymprozesse werden beeinflusst. Entgiftungsprozesse hemmen sich gegenseitig teilweise. Dann das Fass wird immer voller. Wir entzünden uns sozusagen in unserem Körper immer mehr und mehr und mehr still. Das nennt man auch chronisches Silent Inflammation, nennt man das. Und dann entstehen sozusagen bestimmte Erkrankungen und jeder hat halt eine unterschiedliche Prädisposition. Ja. Und was wir eigentlich machen, wo wir viele Menschen sozusagen unterstützen, oder damals, als ich noch als Arzt auch in der privatärztlichen Tätigkeit noch als Arzt tätig war, wir haben die Menschen entgiftet. Über ein halbes Jahr, ein Jahr, 18 Monate, das Fass leerer gemacht und dann fängt der Körper an, wieder sich selber zu regulieren. Und das ist das Wichtigste, was Ärzte heutzutage verstehen dürfen und die Ärzte, die wir auch ausbilden. Ich sage, wenn wir den Körper wieder in eine Selbstregulation bringen, dann kann dein Körper ja wieder heilen. Du darfst als Arzt nur den Patienten unterstützen, damit er wieder in eine Selbstregulation kommt. Dein Körper ist doch darauf ausgelegt, dass er sich selber wieder reguliert und heilt. Und wir Ärzte werden in dem ganzen Schulmedizin, in dem ganzen klassischen Medizinsystem so ausgebildet, ich bin der ärztliche, weiße, alte Mann, der einfach alles weiß. Dein Patient hat ein Symptom, ich mache eine Diagnostik, ich gebe dem Ganzen einen Namen für eine Erkrankung und dann die passende Therapie und meistens ist es irgendwie ein Medikament. Anstatt dahinter die physiologische Ursache zu verstehen, bis tief in die Zelle. Und ich habe das immer gedacht, für mich selber, auch während dem Studium habe ich mich mal mit meinen Kommilitonen darüber unterhalten und gesagt, das passt für mich nicht, ich verstehe das schon, aber dann geben wir das Medikament, aber warum gehen wir nicht da und da und dahin? Und ich habe immer gedacht, so denken alle. Aber dadurch, dass ich ja schon vorgeprimed war oder anders gedacht habe durch meine Eltern damals, darf ich jetzt verstehen, diese Zusammenhänge, die ich in meinem Kopf verstehe und diese Puzzleteile, das wissen viele nicht. Und du könntest mir jeden Chefarzt hier hinsetzen und ich könnte mit ihm diskutieren, genau über diese Themen. Und dann merkt man sofort, dass jeder Chefarzt, der aus in dem klassischen System kommt, keine Ahnung davon hat, was ich dir gerade davon erzähle. Ich möchte noch mal kurz verstehen. Also du hast ja von diesem Teufelskreislauf gesprochen, der dann anfängt irgendwann. Und das führt dann dazu, dass wir so Allergien und Unverträglichkeiten entwickeln. Was sind die größten Entzünder? Du hast ja gesagt, dass was da passiert, ist ja so ein Entzündungsphänomen im Körper. Also was sind die Sachen, die wir tun, dass wir uns entzünden und diese Allergien entwickeln? Gibt es da so die größten Einflussfaktoren? Also auf der einen Seite natürlich die Toxine, die ich genannt habe. Wir sind sehr häufig mit Aluminium belastet. Das ist eine der Hauptbelastungen. Blei, Cadmium, Quecksilber und Arsen. Arsen vor allem bei Menschen, die glutenfrei essen müssen oder glutenfrei essen. Es sind viele glutenfreie
Produkte sind sehr mit Arsen belastet. Dann haben wir Pestizide, dann haben wir Herbizide wie das Glyphosat. Es gibt kaum jemanden, der nicht noch mit Glyphosat belastet ist in unserem Körper. Und das große Problem ist halt sozusagen diese unterschiedliche Toxinlast. Es gibt die meisten Studien da draußen, die es da gibt dazu, man schaut sich ein Toxin an, aber nicht das multifaktorielle mit allen Toxinen zusammen, was das dann in deinem Körper macht. Aber wo sind die denn drin? Wo sind die also drin? Wie nehmen wir die auf? Was sind sozusagen aus deiner Sicht da auch die schädlichsten Lebensmittel, die wir da zu uns nehmen und vielleicht auch unbewusst? Ja, also Pestizide zum Beispiel, wir finden über 7 bis 11 Pestizide auf einer konventionellen angebauten Erdbeere. Wir finden genug Insektizide, Pestizide und auch Herbizide im Spinat, der konventionell angebaut ist. Also in unseren Nahrungsmitteln, wir finden, wenn wir nicht Bio kaufen und selbst auf Bio haben wir schon zu viele dieser schlechten Stoffe. Dann, wenn wir in der Stadt leben, im Feinstaub haben wir Cadmium drin. Ja. Als Beispiel, aber auch wenn alte Zahnfüllungen, Amalgam, haben wir Quecksilber. Das Problem ist zum Beispiel bei so Quecksilber-Amalgamfüllungen, jeden Tag wird ein Teil da minimal abgerieben. Und da entsteht sozusagen Dampf, ein Quecksilberdampf, und das bekommen wir ab. Ja, als Beispiel. Und übrigens, Amalgamfüllungen werden jetzt Step by Step in manchen Ländern verboten. Also es ist Wahnsinn, und das haben so viele Menschen einfach im Mund. Und wenn das Zeug zum Beispiel rausgebohrt wird, muss es ganz speziell rausgebohrt werden. Weil viele dadurch schon eine Vergiftung bekommen oder eine Belastung bekommen. Wenn sie es dann noch rausbohren lassen, muss es auch ordentlich rausgebohrt werden. Andere Sachen sind teilweise unser Trinkwasser. Ja, wenn Trinkwasser untersucht wird, was wird denn dort untersucht? Hat es Bakterien? Nein. Wodurch wird es sozusagen, aber Wasser ist da noch drin? Ist da Blei, ist da Cadmium drin, ist da und so weiter? Und genau das muss man auch mal untersuchen. Das sollte mal jeder einfach machen. Sollte sein Wasser, wenn er es nicht filtert, sollte er es einschicken und sagen, was habe ich denn da drinnen? Mhm. Wenn da zu viel Blei drin ist, gehört es dort nicht rein. Wenn da nur minimal Blei drin ist oder andere Schadstoffe oder Pestizide, Insektizide oder Medikamentenreste, gehören die da auch nicht rein. Es geht ja nicht darum, ob man eine untere Schwelle hat. Das ist noch normal, ist noch im Normwert. Nee, ich möchte gar nichts drin haben. Mhm. Und es sind mittlerweile 2.000 bis 3.000 unterschiedlichen Giftstoffen jeden Tag ausgesetzt. Und der Körper darf sich sozusagen hier wieder zu lernen, zu entgiften oder müsste unterstützt werden. Jetzt hören das vielleicht einige Zuhörer und denken sich so, oh Gott, ich kann ja kaum noch was essen. Wenn du jetzt 3 Lebensmittel von ihrer Liste erstmal streichen könntest, welche wären das? Also es geht ja wirklich um die konventionell angebauten Obst- oder Gemüsesorten. Das wäre jetzt zum Beispiel Erdbeere, Spinat. Ja, es gibt so diese Dirty Dosen. Es gibt eine Liste, die, wenn man konventionell einkauft an Obst und Gemüse, dass man die weglassen sollte. Kann man einfach eingeben in Google, Dirty Dosen. Niemals konventionell kaufen, wenn dann Bio. Und wenn wir aber doch wissen, dass das unsere Menschen krank macht, dass wir diese Pestizide verwenden, du hast gesagt, auf einer Erdbeere sind bis zu 7 verschiedene Pestizide. Warum machen wir das dann trotzdem? Weil wir ansonsten nicht in der Masse produzieren können? Das ist ja genau die Diskussion die ganze Zeit, die wir seit Jahrzehnten führen. Die klassische Medizin in Anführungsstrichen mit der Alternativmedizin. Und die Alternativmedizin, die ist nicht alternativ, sondern das ist eigentlich eine funktionelle Medizin, die in den USA zum Beispiel im Moment seit über einem Jahrzehnt durch die Decke geht. Ein riesengroßer Markt. Und da wird einfach weggeschaut. Es wird weggeschaut. Und wir sehen aber jetzt, dass unser System es über die nächsten Jahrzehnte nicht mehr packt, weil wir zu viel chronisch kranke Menschen bekommen. Und es nimmt rasant zu seit den letzten 5 Jahren. Es wird noch viel schneller. Weil immer noch mehr Pestizide verwendet werden? Nee, weil noch eine zusätzliche Last dazugekommen ist also wir hatten vor Covid eine Virenlast sehr stark. Viele Menschen waren mit dem Epstein-Barr-Virus belastet, chronisch. Was ist das für ein Virus? Das ist zum Beispiel, jeder kennt das pfeiferische Drüsenfieber. Ja, das kann man akut haben.
Da liegst du dann wirklich im Bett und bist richtig fertig. Du kannst gar nichts mehr, kriegst Fieber, aber bist wirklich sehr stark erschöpft. Und dieser Virus, den man da akut hat, haben viele, viele, viele Menschen, über 99% der Bevölkerung teilweise, chronisch in ihrem Körper, still. Der aber die Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke angreifen kann und unsere Mitochondrien lahmlegt oder nicht lahmlegt, aber langsamer werden lässt. Unsere Mitochondrien produzieren für uns Energie. Das heißt, es gibt viele Menschen, jetzt vor der Covid-Zeit, die auch schon von einem chronischen Ermüdungssyndrom oder chronisch müde waren aufgrund der Mitochondrien, aufgrund des Epstein-Barr-Virus, weil er chronisch im Körper war. Und wenn natürlich die Mitochondrien nicht richtig arbeiten können, zum Beispiel aber auch die Leber eventuell ein bisschen überfordert ist und so weiter, dann noch durch Gifte, dann entstehen natürlich bestimmte diffuse Symptome wie chronisch müde und andere Dinge, Allergien und vieles andere. Und dann nimmt Step by Step die Last von chronischen Erkrankungen zu. Ja, dann entsteht mal eine Schilddrüsenerkrankung vielleicht bei der einen oder bei dem anderen. Der andere kriegt die und die Autoimmunerkrankung. Dann nimmt das Step by Step zu, von Jahr zu Jahr. Und seit 5 Jahren, dann kam zusätzlich Covid jetzt dazu. Viele von uns haben den Virus bekommen und haben eine hohe Spike-Proteinlast. Und dann kommt es auf den Epstein-Barr-Virus nochmal obendrauf. Erklär das mal kurz mit den Spike-Proteinen, was da passiert. Also nochmal kurz zusammengefasst. Wir hatten alle schon oder viele hatten schon diesen Epstein-Barr-Virus in sich. Ein Virus, wie wird der übertragen? Einfach durch ganz normale... Ja, also wenn du die Türklinke anfasst und dir danach das Gesicht in die Hand tust oder so oder abschleppst, dann hast du es wieder. Also jeder ist damit beinahe belastet. Wissen wir, wo der herkam? Wo der herkam, den gab es schon immer an sich, seit ich denken kann. Aber früher war es so, dass nicht jeder chronisch damit belastet war. Mittlerweile ist halt die komplette Bevölkerung durchseucht. Und warum sind jetzt auf einmal alle chronisch damit belastet? Früher, also ich kann dir nur erzählen, was mir damals mein Vater erzählt hat. Er hat gesagt, naja, Manuel, ich sehe jetzt von Jahr zu Jahr immer mehr Menschen, dass immer mehr Patienten von mir chronisch belastet sind mit Epstein-Barr-Viren. Davor war es 1 von 10, 3 Jahre später 2 von 10 und so weiter. Und mittlerweile, wie gesagt, die ganze Bevölkerung. Beinahe. Und das schwächt unser Immunsystem, schwächt unsere Mitochondrien und so weiter. Und wenn dann natürlich noch obendrauf weitere Lasten kommen, chronisch, Toxine, andere Dinge, die ganzen emotionalen Themen, die wir besprochen haben, schlechte Ernährung und so weiter. Na, das geht ja noch viel weiter. Kein Sport, weil damit meine Mitochondrien nicht mehr richtig funktionieren und so weiter. Und dann zusätzlich nochmal ein Virus, der uns lahmlegt, wie du gerade gesagt hast, durch das Spike-Protein. Ja, der Coronavirus bildet Spike. Das Spike-Protein ist das Toxische, um was es eigentlich geht. Und dieses Spike-Protein kann unfassbar viel anrichten im Körper. Macht eine Entzündung, kann überall in deinen Körper gehen und überall Entzündungen auslösen, Autoimmunprozesse auslösen, kann den Darm angreifen und. Das heißt, das ist das große Problem gewesen, halt damals, als wir den Virus hatten. Entweder hat man akut eine hohe Spike-Proteinlast im ganzen Körper und die Leute sind teilweise haben sie es sozusagen gut vertragen, manchmal nicht. Und manche heutzutage haben anscheinend auch den Covid-Virus chronisch, gegebenenfalls im Mikrobiom. Und haben dadurch eventuell eine dauerhafte Spike-Produktion im Körper. Wir machen eine ganz kleine Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, wenn ihr das Video hier auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und wenn ihr das Ganze auf Spotify anschaut oder anhört, uns bitte einmal eine Bewertung zu hinterlassen. Damit sorgst du dafür, dass weiterhin solche Gespräche führen können. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Erklär das nochmal diesen letzten Part. Manche haben den Coronavirus chronisch im Mikrobiom und produzieren die ganze Zeit Spike-Protein. Was genau bedeutet das und was ist da passiert? Also es ist eine These. Ja, es ist eine These und die sozusagen sich jetzt genauer angeschaut wird, auch in der Wissenschaft weltweit. Man hat auf der einen Seite die Impfung. Auf der einen Seite hat man gesagt, hey, du musst dich impfen lassen. Dann gab es die alternative Seite, die gesagt hat, nein, lass dich auf keinen Fall impfen, weil das Problem, wenn du dich impfen lässt, ist das Spike-Protein. Okay, das ist jetzt die eine Meinung, die können wir so stehen lassen. Dann gibt es aber ja auch noch den Virus.
Dann gab es die eine Seite die ganze Zeit, dass der Virus nicht so schlimm ist. Gab es aber die andere Seite, die gesagt hat, auch der Virus ist schlimm. Und jetzt gibt es einen mittleren, ich finde, man muss bei dem Thema Virus in der Mitte stehen und sagen, okay, dieser Virus, der ist akut. Wenn ich ihn akut habe, kann es ein Riesenproblem sein. Ich kann ihn aber mittlerweile auch chronisch haben, nach der Infektion in meinem Körper, weil der Virus gegebenenfalls, und das ist eine These bis jetzt noch, aber die wird weiter, jetzt hat es sich in der Wissenschaft angeschaut, kann es sein, dass sich der Coronavirus im Darmmikrobiom eingepflanzt hat, in den Darmmikroben, also an den Bakterien, dass manche Darmbakterien gegebenenfalls das Spike-Protein produzieren, was eigentlich der Virus produziert. Mhm. Ja, die haben sozusagen, der Virus hat selber was eingepflanzt in die Darmbakterien, dass die Darmbakterien das Spike-Protein produzieren. So, was ist, wenn meine Darmbakterien dauerhaft Spike-Proteine produzieren? Was ist dann das Problem? Ich habe dauerhaft dieses Toxin-Spike in meinem System. Mhm. Das ist toxisch. Das gehört nicht hin. Das macht hunderte Probleme in unserem Körper. Das heißt, derjenige hat akut kein Covid mehr, hat vielleicht aber auch chronisch den Virus nirgendwo mehr, aber Darmbakterien, die jetzt plötzlich Spike produzieren. So ein riesengroßes Problem. Was macht das im Darm? Entzündungen im Darm. Aber im ganzen System. Und das haben wir jetzt zusätzlich noch. Das heißt, es gibt vielleicht manche Menschen da draußen, die dauerhaft gegebenenfalls Spike produzieren und da ein Problem im Darm entwickeln. Und das ist jetzt dann das Chronische, was du sozusagen erzählt hast. Also ich fasse es nochmal in meinen eigenen Worten zusammen. Wir haben den Coronavirus gehabt. Das war irgendwie eine besondere Form eines Virus, richtig? Wegen diesen Spike-Protein, den er produziert? Genau, wir hatten Corona, der sozusagen uns Menschen befallen hat und bestimmte Spike-Proteine produziert hat, die diese ganzen drastischen Symptome ausgelöst hat. Und die wir auch vorher irgendwie noch nicht kannten in der Form. Das war ja so eine neue Art von Virus, richtig? Wir kannten den Coronavirus schon und war halt einfach chronisch akuter, ja, definitiv. Und wir wussten halt nicht, wie dieses Spike-Protein in unserem ganzen Körper, was es alles anrichten kann. Okay. Und dann hat man gesehen, okay, das ist jetzt eine große Gefahr und hat dann versucht, mit einer Impfung da entgegenzuwirken. Und dann hat man aber entdeckt, okay, das ist gar nicht das einzige Problem, sondern das Problem ist, dass der Coronavirus sich auch in den Darmbakterien sozusagen einpflanzen kann und sich dann dort noch weiter fortpflanzt und da bringt auch die Impfung nichts. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist die große Frage, halt die Diskussion. Die Menschen, die sozusagen geimpft sind, vielleicht passiert das bei denen nicht, das weiß ich nicht. Ja, ich kann nur sagen, wir sehen, oder die Vermutung, diese These ist im Moment wirklich da, sagen, die Leute, die akut den Covid-Virus hatten oder vielleicht auch nur latent, das bedeutet, vielleicht hat man es auch gar nicht so richtig gemerkt, kann sein, dass sich der Covid-Virus eingepflanzt hat, ja, im Darmmikrobiom und macht dann dauerhaft Probleme und löst unterschiedlichste Prozesse aus mit den ganzen anderen Sachen, die wir noch gesagt haben. Das heißt, wir haben vielleicht noch den Epstein-Barr-Virus, dann haben wir die Toxine, dann haben wir das und das und das und das. Und dann geht das natürlich rasant nach oben mit chronischen Erkrankungen. Rasant. Ja, verstehe. Und das ist wirklich, und das ist vielleicht die Thematik, es ist ja so komplex. Ja, dieses ganze System, Mensch, Körper, die unterschiedlichen Faktoren, die wir haben, sind so komplex, dass du sie ja gar nicht einzeln benennen kannst. Das heißt, jeder möchte sagen, das ist die Ursache, das ist der Grund. So ist unser ganzes klassisches System aufgebaut. Oder das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Die Lösung ist multifaktoriell. Und es hilft dann halt auch nicht, dass sich so verschiedene Lager auftun und sich alle gegeneinander versuchen auszuspielen, weil es nicht diese eine Lösung gibt, richtig? Richtig. Und das ist eigentlich einer meiner größten Wünsche, warum ich habe mir überlegt, was kann ich denn als Mediziner mit einer gewissen Reichweite aktuell und als junger Mediziner noch
hier in den deutschsprachigen Raum mitgeben? Ja, und darauf würde ich jetzt gerne zu sprechen kommen, weil ich spiegel dir das jetzt mal und wahrscheinlich viele Zuhörer denken sich auch jetzt gerade, oh Gott, die ganzen Lebensmittel sind verpestet. Ich habe vielleicht schon diesen Epstein-Barr-Virus in mir. Jetzt habe ich auch noch den Covid-Virus gehabt. Vielleicht war ich geimpft. Keine Ahnung, ob das mir überhaupt geholfen hat oder ob es die Sache noch schlimmer gemacht hat. Also es hört sich jetzt so an, so es ist ja sowieso alles am Ende. Ja. Ja. Genau, könnte man denken. So wie also, und wenn du das jetzt alles so betrachtest, was du jetzt erzählt hast, dieses komplexe Zusammenspiel von Belastungen, die auf unseren Körper einwirken, was ist deine Hoffnung? Ich durfte am eigenen Körper und aber auch durch meine damalige Ex-Partnerin über Jahre hinweg lernen, wie unfassbar abgefahren toll unser Körper ist. Und durfte mein eigenes Mindset oder meine eigene Weltanschauung über Medizin sozusagen auch nochmal komplett neu öffnen. Warum? Ich habe damals bei meiner Ex-Partnerin gesehen, bestimmte Dinge als Arzt gesehen, die ich nicht für möglich gehalten habe. Also an Autoimmunprozessen und so weiter. Als Beispiel, sie hatte Autoimmunantikörper gegen die eigenen Mitochondrien, gegen die eigenen Energiekraftwerke. Das heißt, das eigene Blut, das eigene Immunsystem hat die eigenen Energiekraftwerke angegriffen. Und warum? Das ist die große Frage, warum das passiert ist. Und ich habe mir dann gedacht, okay, was können wir denn dagegen tun? Ja, und wie gibt es dann einen Weg raus? Und da hatte ich damals schon mir gedacht, eigentlich hatte ich die Hoffnung, sofort als ich das gesehen habe, ich mir gedacht, keine Ahnung, da gibt es keinen Weg mehr raus. Ich habe nur gewusst, okay, der muss multifaktoriell sein. Wir haben alles gemacht damals an der ganzen Medizin, Alternativmedizin, funktionellen Medizin, die möglich war, bis hin zu Blutwäsche. Also um bestimmte Immunkomplexe und so weiter rauszuwaschen aus dem Blut. Bis hin zu Meditation. Bis hin zu Joe Dispenza. Bis hin zu bestimmten Phytonährstoffen, die antientzündlich gewirkt haben. Bis hin zu Yoga oder auch anderen Themen. Ja? Das heißt alles. Und das ist dieser bunte Strauß löst im Körper eine Sache aus. Und zwar, dass er wieder in diese Regenerationsprozesse kommt. Und jeder darf, glaube ich, verstehen, dass es nicht irgendwie hoffnungslos ist, sondern wir dürfen anfangen zu wissen, wo ist meine größte Stellschraube für mich persönlich, wo ich jetzt persönlich ansetzen darf, ohne dass ich mir chronischen Stress mache, dass ich das verändere. Und dann verändere ich das positiv. Dann kommt mein Körper vielleicht wieder schon mal in eine minimale kleine Regulation. Und dann verändere ich das andere. Dann darf ich mir vielleicht dort noch mehr Wissen aneignen über Entgiftung, wie ich meinen Körper in der Entgiftung unterstütze. Und dann, dadurch passiert dann der Change-Prozess. Ja, und es geht häufig darum, ich sehe das ja in der klassischen Medizin oder allgemein in dieser ganzen Diskussion, man will sofort eine Lösung oder auf der anderen Seite ich als Mediziner werde auch teilweise in eine Ecke gestellt und sagt, das, was der Herr Burzler sagt, ist kompletter Schwachsinn. Und wird sofort so abgeschoben, ja, von den klassischen Medizinern, anstatt sich mal damit zu beschäftigen. Und ich sage halt, beschäftigt euch langsam, Step by Step mit den Teilen, wo du selbst schon dein Mindset so weit ist, dass du es realisierst und verstehst und annehmen kannst. Und dann passiert eine Entwicklung. Immer mehr, weil du immer mehr und mehr selber realisierst für dich selbst. Ich habe aufgehört, bei Patienten oder bei Kunden zu sagen, mach das, mach das, sondern ich schaue immer, wo steht derjenige. Dann gebe ich ihm etwas und dann entsteht die Entwicklung. Und dann darf ja jeder selber eigenverantwortlich entscheiden, wo seine Entwicklung hingeht. Und ich kann immer nur die Impulse setzen. Und ihm dann wieder einen Wissenshappen geben und zu sagen, okay, schau mal dorthin. Und die Ärzte, die wir ausgebildet haben, oder die Therapeuten, ich habe manche Ärzte, die haben wir ausgebildet, die waren klassische Hausärzte. Sagen, wie konnte ich 10 Jahre lang so arbeiten? Oder 20 oder 30? Was ist mit deiner Ex-Freundin dann passiert? Wir haben einen Film darüber gedreht. More Than Jeans mit Joe Dispenza, Bruce Lipton, Mark Hyman, Sadhguru.
Wirklich tolle Menschen waren dabei. Sie ist wieder gesund geworden. War ein langer Prozess. Und als sie wirklich wieder zu Kräften gekommen ist und dann auch selbstständig angefangen hat, sie war selber auch Ärztin, als Gesundheitscoach in dem Bereich zu arbeiten mit ihren eigenen Erfahrungen, haben wir beide dann realisiert, ich glaube, wir passen gar nicht so gut zusammen. Und das nach 3,5 Jahren, glaube ich. 2,5, 3 Jahren Beziehung und wirklich krassen Prozessen zu realisieren. Jetzt bist du wieder einigermaßen gesund, du stehst wieder ganz normal im Leben. Jetzt könnten wir gemeinsam eine Zukunft starten. Wir haben 3 Jahre lang zusammen gekämpft. Jetzt lassen wir uns los. Das war krass. Und was hat sie jetzt rückblickend gesund gemacht? Du hast gesagt, das ist ein Prozess und ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen. Aber was hat sie gesund gemacht? Das war der Mix. Auf der einen Seite zu verstehen erstmal, was passiert chronisch im Körper. Also, sie hatte Autoimmunprozesse gegen ihre eigenen Mitochondrien, gegen viele andere Zellprozesse. Ja, zum Beispiel aber auch, und das ist wichtig, das müssen wirklich viele wissen, die zum Beispiel jetzt chronisches Fatigue-Syndrom haben oder chronisch müde sind. Es gibt sogenannte GPCR-Autoimmunantikörper, die kann man messen. GPCR-Autoimmunantikörper. Was sind das für Autoimmunantikörper? Die aktivieren zum Beispiel die Alpha-1-Rezeptoren, Beta-1-Rezeptoren. Das sind bestimmte Rezeptoren, die unseren Blutdruck regulieren. Ob unsere Gefäße sich zuziehen oder nicht, unseren Puls regulieren, unseren Sympathikus hochfahren. Jetzt haben die diese Autoimmunantikörper und haben eine dauerhafte chronische Aktivierung dieser Rezeptoren und auch deines Sympathikus. Das heißt, die haben ja schon einen ganz anderen Stresslevel. Und der Parasympathikus verkümmert so ein bisschen, weil sie dauerhaft den Sympathikus aktiviert haben. Und irgendwann sind die natürlich super platt, wenn der Sympathikus dauerhaft aktiviert ist. Und die kann man messen. Und das sind Autoimmunprozesse, die sozusagen geheilt werden müssen. Was ist der Trigger von diesem Autoimmunprozess? Und das ist die Vermutung dahinter. Das Spike-Protein. Das ist die Vermutung. Ja, das ist eine These. Das heißt, was möchte man machen? Was muss man machen? Dass man das Spike-Protein im Körper runterfährt, wenn es das Darmmikrobiom zum Beispiel Spike produziert oder man chronisch den Virus hat oder akut den Virus hatte und dauerhaft noch Spike produziert, dann muss man das runterfahren. Man muss diesen Trigger an Spike runterfahren. Also Stress runterfahren? Nee, die Spike-Produktion musst du in dein Körper produziert dauerhaft Spike. Ich verstehe, ja. Aber hast du nicht gerade gesagt, dass sozusagen die Spike-Produktion durch den Sympathikus und somit Stress auch aktiviert wird? Ja, die Spike-Produktion wird ja entweder durch den Virus, den ich chronisch habe oder vielleicht akut habe, noch irgendwo im Körper habe oder in Körperzellen habe, die dauerhaft halt Spike-Proteine produzieren. Und das ist der Trigger für Autoimmunprozesse und diese Autoimmunprozesse aktivieren Sympathikus oder diese Stressrezeptoren. Ich verstehe. Und jetzt darf ich an die Grundursache nach hinten gehen und darf gucken, habe ich noch Spike-Proteine in meinem Körper? Kann man auch messen. Habe ich die in meinen Immunzellen? Habe ich die in sogenannten Exosomen? Habe ich die noch im Serum? Und wenn ich dann sehe, wow, ich habe die noch, obwohl ich gar keine Infektion habe, keine akute, woher kommt die? Warum habe ich das? Und das macht dann zum Beispiel Charité in Berlin. Ja, die schaut sich das an. Da läuft gerade eine Studie. Die schauen sich an, habe ich Spike-Proteine im Blut, in sogenannten Exosomen, das sind abgepackte Spike-Proteine. Und kann es sein, dass die weg müssen? Ja, was machen die dann? Die knacken die Exosomen auf über Hyperthermie. Da kommst du in so eine Art, es wird künstliches Fieber in deinem Körper erzeugt und dann werden die aufgeknackt, damit der Körper dieses Spike-Protein abbauen kann. Das ist sehr komplex. Und du hörst schon raus, das ist echt ein Problem, ja, und das zu verstehen. Und ein normaler Hausarzt hat sich damit noch nicht beschäftigt. Und wenn er das nicht weiß, all die Dinge, oder der Internist, wo du hingehst, oder der Immunologe oder sonstiges, dann läufst du von A nach B.
Überall. Und wir sehen ja, das ist eine Odyssee von Patienten, die überall links und rechts hinlaufen und die Informationen nicht bekommen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Also ich habe mal eine Zeit lang Sportwissenschaft studiert und dann sehr viel Sport getrieben und dann war ich irgendwann im Übertraining und hatte mir so eine Bandscheibenprotrusion dann bei ein paar Kniebeugen geholt. Das ist wie so eine, also das ist kein Bandscheibenvorfall, sondern das ist sozusagen die Bandscheibe drückt auf deine Nervenbahn und dadurch verspürst du Schmerzen. So. Und was habe ich gemacht damals auch? Da war ich Anfang Mitte 20 zum Arzt gegangen. Und alles, was er gemacht hat, ist mich einfach, also er hatte, glaube ich, 1 Minute Zeit für mich, hat mich dann einmal geknackst, ich hatte voll die Schmerzen, er hat mich dann einfach so eingerenkt und hat mir 2 Spritzen in den Rücken gejagt. Dann war das irgendwie 2 Tage ein bisschen besser und dann ging es wieder von vorne los, was für mich jetzt ja auch aktuell komplett Sinn macht, weil erstens, also er hat sich nicht angehört, wo kommt das eigentlich her? Was ist denn eigentlich mein Problem? Also, dass ich im Übertraining bin. Er hat sich auch gar nicht mit meinem Körper sich den mal angeschaut, hat den einfach nur eingerenkt, obwohl er sich auch gar nicht mit meinem Körper beschäftigt hat, jagt irgendwelche Infusionen in meinen Körper rein. So, also ich fand das jetzt, wenn ich darüber nachdenke, so fahrlässig von dem. Aber er hat, ich glaube, das war damals irgendwo in Gelsenkirchen oder so, er hat sich damit ausgeschmückt, dass alle Profisportler zu ihm gehen. Alle Schalke-Profisportler gehen nur zu ihm und lassen sich da behandeln. Ne? So, hat mich ja auch irgendwie angelockt, dahin zu gehen, weil ich dachte, okay, der kennt sich mit Sportlern aus und ich habe mich da so schlecht behandelt gefühlt. Und ich glaube, dann beim zweiten Mal hatten wir auch Stress und dann bin ich wieder hingegangen, weil ich habe ihm dann, glaube ich, auch meine Meinung gesagt, dass ich wollte ihm Fragen stellen und versuchen zu verstehen, was in meinem Körper vorgeht. Und er hat mich nur auf die Uhr hingewiesen, hat gesagt, ich hatte selber mal einen Bandscheibenvorfall. Das ist das, was du machen musst. Kauf dir hat er mir so eine Stange empfohlen, die man so wackeln kann. Kennst du die? Mhm. Wie heißen die? Ich weiß schon, die schwingen so hin und her. Die schwingen so hin und her. Ja. Du musst deine Beckenbodenmuskulatur trainieren, meinte er damit. Und dann wird alles gut. Und dann habe ich mich auch, nachdem ich gemerkt habe und frustriert war und gemerkt habe, das funktioniert ja alles überhaupt gar nicht. Genau, dann wurde mir sogar noch eine Behandlung angeboten in einem anderen Krankenhaus, dass ich da irgendwie künstlich meine Bandscheibe irgendwie, ich sag das jetzt mal so umgangssprachlich, aufpusten lasse. Da habe ich gesagt, nee, ich will da jetzt aber nicht, dass die mir mechanisch in meinen Körper eingreifen, das möchte ich jetzt nicht. Und dann habe ich mich 2 Jahre auf die Reise begeben eigentlich und auch mit 1,5 Jahren starken Schmerzen herauszufinden, was tut meinem Körper gut und was nicht und mich auch zu lösen von diesen Standardeinstellungen von den Leuten, du musst diese Übung machen oder du musst diese Art von Behandlung machen, sondern auch reinzuspüren, was tut meinem Körper gut. Und das ist jetzt meine Meinung, es ist ein ganz wesentlicher Prozess, wenn man auf die Suche geht nach, ich habe irgendwie zum Beispiel, ich habe ja auch nicht auf meinen Körper gehört, ich war im Übertraining, ich bin überbelastet. Das erstmal anzuerkennen, dass das einfach nicht okay war, ist ja auch erstmal schwierig. So wie mein Lebensstil war einfach nicht okay. Das signalisiert mir jetzt ja gerade mein Körper. Das erstmal anzuerkennen und dann auch offen zu sein und auf den Körper zu hören, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und das ist aber ein Prozess und ich nehme jetzt mal an, das war dann bei deiner Ex-Freundin genauso, erstmal anzuerkennen, okay, irgendwas war nicht gut und dann auch anzuerkennen oder zu spüren, und das kann aus meiner Sicht oft nur die betroffene Person selbst, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ja. Ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an, und zwar die eigene Erfahrung während des Prozesses. Ich habe damals mit 30, das ist jetzt schon 6 Jahre her, habe ich mir gedacht, mich haut nix um. Hey, ich bin voll im Saft. Ja, baue hier gerade die eine Firma hoch und habe währenddessen noch als Arzt gearbeitet, noch in der Praxis, habe währenddessen noch die Firma hochgezogen, University damals und so weiter. Und dann habe ich gedacht, was haut mich denn schon um? Dann habe ich das erste Mal ein paar Jahre später gemerkt, wow, okay, meine eigenen Mitochondrien können vielleicht auch mal nicht so gut arbeiten. Oh, ich kann plötzlich doch nicht mehr so viel Sport machen und plötzlich werde ich müde.
Und ich musste selber erstmal realisieren, heute, du darfst dich auch nicht nur, du musst dich auch ordentlich um dich kümmern. Du kannst nicht 14 Stunden pro Tag arbeiten, nur weil es dir richtig Bock macht. Du darfst auch andere Dinge tun. Und das, was du gerade beschreibst, das ist tatsächlich, da geht es um die Ausbildung, glaube ich, von uns Ärzten. Wir werden in dem System großgezogen, auch während der Facharztausbildung. Hört zwar dem Patienten zu, aber du weißt es schon auf jeden Fall besser. Und da gehört einfach eine Veränderung im ganzen System hin. Ja, wir haben ein Problem im klassischen System, dass wir sagen, wir haben nur so und so viel Zeit für einen Patienten. Und da muss halt das und das rein. Und in dieser Zeit sollte eigentlich der Patient verstehen, was er jetzt zu tun hat. Mehr Zeit hat er ja eigentlich gar nicht. Ich höre mal kurz zu, höre kurz hin. Und dann muss ich dem Patienten erklären, was er zu tun hat. Und dann ist die Zeit schon wieder um. Und so kommen wir definitiv bei chronischen Erkrankungen kommen wir nicht weiter. Bei akuten Erkrankungen schon. Ja. Also finde ich Notfallmedizin gigantisch, was wir da können. Aber bei allen chronischen Erkrankungen lernen wir ja auch aufgrund der Zeit, die der Arzt hat, sagen, wie läuft das System? Wenn jemand chronisch krank ist, kommt er rein und sagt so, ich habe Bauchschmerzen. Okay, wir machen eine Darm- und Magenspiegelung. Kommt raus, Sie haben eine chronische Darmerkrankung, Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Ist nicht gut. Wie behandelt man das? Jetzt geben wir Ihnen erstmal Cortison, mal gucken, ob es besser wird. Aber die Grundursache danach wird dann gar nicht gefragt. Warum? Weil auch die Zeit entweder nicht da ist oder eher das andere, der Arzt arbeitet nach klassischen Leitlinien der klassischen Medizin. Dadurch, da wird nicht nach gewissen Ursachen gefragt, sondern da wird dann gesagt, ich mache eine Diagnostik, dann gibt es bestimmte Möglichkeiten, wie ich diese Erkrankung behandeln kann. Ich fange erstmal mit A an, wenn A nicht funktioniert, nehme ich B. Wenn B nicht funktioniert, dann C. Und irgendwann ist derjenige eventuell sogar austherapiert. Ein Beispiel, ein Bekannter von mir, der mittlerweile ein Freund von mir ist, hat Morbus Crohn. Der wurde von mir damals als Arzt behandelt. Was ist das? Das ist eine chronische Darmerkrankung. Ja, da ist der Darm chronisch entzündet und man kann dann immer mal wieder Blut im Stuhl haben und dann eine erhöhte, natürlich, weil der Darm dauerhaft entzündet ist, auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit im Alter, auch Darmkrebs zu bekommen. Aber manche haben wirklich ganz starke chronische Darmentzündungen und dadurch immer wieder Blut im Stuhl. Das ist echt problematisch, das ist eine ganz schlimme Erkrankung. Auch Colitis ulcerosa ist dann nur vom Dickdarm die Entzündung. Bei Morbus Crohn ist auch der Dünndarm mit entzündet. Und dann habe ich ihn behandelt, dann habe ich mir angeguckt, hat er ein Leaky Gut, hat er Nahrungsmittelunverträglichkeiten und so weiter und habe seine Ernährung umgestellt, habe ihn auch teilweise entgiftet und es wurde alles besser. Der hat auch sehr viel chronischen Stress gehabt, den chronischen Stress weggenommen. Wurde alles besser, hat er vielleicht nur noch 1 bis 2 Schübe pro Jahr gehabt. Schübe bedeutet, dass er dann Blut im Stuhl hatte und eine ganz starke Entzündung hatte. Und dann hat er gesagt zu Manuel, ich kann den Lebensstil, den du mir hier empfiehlst, den kriege ich kaum hin. Nicht in meinen Alltag. Auch diesen wenigen Stress, den ich jetzt habe, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, kriege ich nicht hin. Und dann haben wir aber angefangen, mit Phytonährstoffen zu arbeiten. Mit Stoffen, die antientzündlich wirken. Ja, epigenetisch antientzündlich wirken. Und jetzt ruft er mich immer wieder an und sagt zu Manu, ich habe eigentlich vielleicht höchstens einen Schub pro Jahr. Oder vielleicht sogar nicht mehr. Und dann teilweise setzt er die dann auch wieder ab. Und dann merkt er, wenn ich die jetzt absetze, diese Phytonährstoffe, die ein epigenetisch antientzündliches Signal auch geben, dann kommt alles wieder zurück. Also er braucht das. Das ist jetzt halt praktisch auch eine Art, vielleicht Symptomkiller, die Phytonährstoffe. Aber es ist wenigstens eine Alternative zu dem Cortison oder zu den Immunsuppressivern, die auch noch ganz anders wirken können im ganzen Körper. Finde ich eine bessere Alternative. Das ist dann pflanzlich. Ja. Und das funktioniert natürlich nicht immer, das sage ich nicht, ja, aber bei ihm schon. Und diese Möglichkeiten muss man sich schon auch anschauen. Und was ist dann besser an so einem Pflanzennährstoff als an einem Medikament, wenn beide nur Symptome behandeln?
Die Frage ist ja, behandelt der Pflanzenwirkstoff wirklich nur die Symptome? Oder gibt der Pflanzenwirkstoff, den du gibst, ein Signal in dem Körper an die bestimmten Stellen, dass die Entzündung runtergefahren wird? Allgemein teilweise, nicht nur in den Darmzellen, vielleicht allgemein im Körper. Und dieser Pflanzenwirkstoff, der wäre ja rein theoretisch, wenn ich mich sehr gesund ernähre, vielleicht eigentlich in meiner Ernährung drin, in meiner Nahrung drin. Nahrung ist Medizin. Nahrung hält uns gesund. Nahrung ist Information. Wenn ich Obst und Gemüse esse, sind da nicht nur Mineralien drin, nicht nur Vitamine drin, da sind Phytonährstoffe drin, die antientzündlich wirken. Wie zum Beispiel in der Traube, in der Haut, Resveratrol, Quercetin in der Zwiebel, Sulforaphan im Brokkoli, Gingerol zum Beispiel im Ingwer, Folsäure im Blattsalat, ja, das ist ein Vitamin, ein B-Vitamin, und viele andere Stoffe. Und ich glaube, das ist viel nicht bewusst. Und wir nehmen viel zu wenige dieser Signale, die ja eigentlich in unserem Körper sind, dieser Phytonährstoffe eigentlich in unserem Körper, in unserer Nahrung sind, die eigentlich in unserer Nahrung drin sind, die wir normalerweise früher noch viel mehr in unserer Nahrung hatten und ein Signal waren an unserem Körper, hey, fahr mal die Entzündung runter. Die haben wir viel zu wenig nur noch in der Ernährung und deswegen müssen die höchstwahrscheinlich viel über Supplements dann gegeben werden. Das heißt eigentlich, behandeln wir uns tagtäglich selbst mit unserer Ernährung. Ja. Ernährung, wenn du dich wirklich um dich kümmerst und dich gesund ernährst und wirklich viel Ahnung hast, dann ist das eine Behandlung. Und das heißt jetzt aber zum Beispiel jetzt mal bei dem Fall mit dem, wie hieß die Krankheit mit dem Darm nochmal? Morbus Crohn. Morbus Crohn. Da habt ihr dann ja mit den Pflanzenstoffen sozusagen das Symptom behandelt, aber die eigentliche Ursache wurde dann ja im Grunde genommen doch nicht behandelt, würde ich jetzt mal sagen. Heißt es gibt auch Dinge, die passiert sind, also eine Ursache, etwas hat außen auf uns eingewirkt und dann ist es einfach nicht mehr reversibel und dann hat man nur noch die Möglichkeit, die Symptome zu behandeln? Ich denke, diese Option gibt es definitiv teilweise. Es ist die Frage, ob man halt sein Leben lang Symptome behandeln muss. Aber auf der anderen Seite, das durfte ich lernen, durch damals meine Ex-Partnerin, wo ich gedacht habe, es geht nicht weiter. Oder wie kriegt man das irgendwann mal wieder gelöst? Dass es durchaus möglich ist. Dass man sagt, naja, eigentlich ist das vielleicht nicht mehr, das habe ich mein Leben lang, doch, das ist vielleicht doch reversibel. Und jeder Arzt, der dir sagt, nee, das ist nicht mehr reversibel, das müssen sie ihr Leben lang machen, da würde ich sagen, na, dann schauen wir doch mal weiter. Und zum Beispiel jetzt bei demjenigen, was hätte man noch mehr machen müssen? Man müsste ihn entgiften. Ja? Wenn man ihn untersuchen würde, bin ich tief davon überzeugt, dass er schwer belastet ist mit bestimmten Toxinen, wo das Fass einfach übergelaufen ist und einer der Symptome, wie der Körper dort reagiert, ist die Entwicklung einer Erkrankung, einer chronischen Erkrankung. Und jeder hat halt unterschiedliche Prädispositionen, wo es halt einfach problematisch wird. Und warum wird der Körper krank? Weil das System nicht mehr funktionieren kann? Oder hat das dann eine Funktion, die Krankheit? Das System reguliert sich sozusagen nicht mehr selbst. Es kann sich selbst nicht mehr 100%ig schützen. Ja, es ist dysreguliert an einer bestimmten Stelle. Okay, und du hast gesagt, einer der ersten Schritte, die man so einleitet, weil ich würde jetzt gerne am Ende noch mal so ein paar Lösungsansätze zeigen. Du hast ja gerade auch schon angefangen, davon zu sprechen. Einer dieser ersten Lösungsansätze ist dann oft die Entgiftung. Was entgiftet uns, wenn wir die Schwelle von der Vergiftung überschritten haben? Also wenn wir zu viele Toxine in uns haben, ja, dass wir zum Beispiel eine Allergie bekommen, dass wir krank werden. Also ich glaube, es ist noch eine Sache, die ist noch wichtig, dass die unterschieden wird zwischen Belastung mit Toxinen, dass das Fass übergelaufen ist, und Vergiftung.
Es gibt Menschen, die sind halt dann zum Beispiel nach einer Rausoperieren von einer Amalgamplombe, die nicht ordentlich rausgemacht wurde, könnte man mit Quecksilber vergiftet werden. Akut. Ganz kurz dazu. Ich habe auch so Füllungen in meinem Gebiss. Da gibt es ja immer diese Standardfüllung und dann gibt es für einen Aufpreis gibt's immer noch mal eine bisschen bessere Füllung. Wo ist da jetzt Amalgam drin? Amalgam, das ist dann wirklich, das sieht man auch, das ist halt, das ist sieht nicht weiß aus. Wenn du jetzt weiße Plomben hast, ja, dann ist das nicht Amalgam, sondern das ist vielleicht entweder Keramik oder halt so ein Plastikgemisch irgendwie. Okay, dann habe ich das Plastikgemisch und dieses Amalgam wird aber noch standardmäßig eingesetzt? Standardmäßig hoffentlich nicht mehr. Also mittlerweile eigentlich wird das jetzt vermieden, ja. Aber viele haben das natürlich noch drin. Noch von früher? Ja. Okay. Kurzer Exkurs. Du hast gesprochen von Vergiftung und Belastung. Ja. Am Beispiel dieser Blombe, wenn die jetzt zum Beispiel frei wird. Genau. Also das darf man einfach verstehen, dass man halt eine akute Vergiftung haben könnte oder eine Belastung. Und die meisten haben halt eine chronische Belastung. So, wie fange ich an? Oder wie verstehe ich das? Einerseits, wir kommen auf die Welt und viele denken, wenn ich auf die Welt komme, bin ich komplett frei von Umweltgiften. Ist nicht so. Das Heranwachsen im Mutterleib, auch schon da kann das Kind bestimmte Umweltgifte von der Mutter abbekommen. Dann, je nachdem, welche genetische Veranlagung ich von meinen Eltern mitbekommen habe, spielt auch eine große Rolle. Das heißt, es gibt Genetik, kann man heutzutage messen, man kann ein, an Anführungsstrichen, guter Entgifter sein oder ein etwas schlechterer Entgifter sein. Wenn ich ein etwas schlechterer Entgifter bin, heißt das, dass ich im Laufe meines Lebens gegebenenfalls schneller Gifte ansammle und mein Fass früher voll wird und ich gegebenenfalls, wenn mein Fass früher voll ist, ich Probleme bekomme. Und unsere Umwelt ist sehr stark mit Umweltgiften belastet. Das heißt, ich habe hier immer mehr und mehr Toxine in meiner ganzen Umwelt. Es passiert also alles früher. Deswegen werden die Menschen auch früher chronisch krank. Wenn ich jetzt ein schlechter Entgifter bin, geht es also schneller. Was darf ich tun? Was kann ich tun? Wir dürfen anfangen, einerseits vielleicht sogar unsere Genetik zu messen. Wie funktioniert das? Das kann man noch schon zum Beispiel bei seinem jugendlichen Kind machen. Bist du ein guter oder schlechter Entgifter? Und wie kann man dich vielleicht sogar in deinem Laufe des Lebens sogar unterstützen? Und wie funktioniert das? Ich beginne damit, dass die kleinsten Organelle in deiner jeglicher Körperzelle besser funktionieren dürfen. Welche sind das? Deine Mitochondrien. Das sind deine Energiekraftwerke der Zelle, die ATP bilden. ATP ist ein Energiemolekül, was zigtausende Prozesse in deinem Körper benötigen, dieses Energiemolekül. Wenn dieses Mitochondrium nicht optimal funktioniert, dann hast du weniger Energie. Das soll gut funktionieren. Dieses Mitochondrium hat eine Membran, eine Mitochondrienmembran. Die mag gute Fettsäuren. Also hier geht es dann um Fettsäuren wie Omega-3. Alpha-Linolensäure aus Leinöl. Aber auch gesättigte Fettsäuren oder auch aus Fettsäuren aus dem Olivenöl. Das ist Ölsäure. Dann brauchen die gute Vitamine und Mineralien, damit dieser ganze Prozess in den Mitochondrien funktioniert, auch zusätzlich. B-Vitamine, Kupfer, Zink und so weiter, auch Eisen und so weiter. Dann brauche ich, was sind B-Vitamine? Folsäure, B12 zum Beispiel, B6. Dann brauche ich Q10, Coenzym Q10, ja, damit auch richtig Energie produziert werden kann. Dann brauche ich genug Proteine. Also ich brauche Aminosäuren. Das heißt, ich brauche eine gute Proteinversorgung in meinem Körper. Wie bekomme ich eine gute Proteinversorgung? Indem ich natürlich Eiweiß esse. Was ist, wenn mein Darm Eiweiß aber nicht optimal verdauen kann? Jetzt sind wir wieder an dem Darmproblem. Wenn ich Eiweiße nicht richtig verdauen kann, dann habe ich vielleicht so Zeug, was in meinem Darm rumgärt, die Proteine, und die machen deinen Darm auch krank. Kann auch ein Leaky Gut entstehen. Das heißt, vielleicht habe ich ein Problem
um genug Proteine richtig verdauen zu können, dann habe ich auch irgendwann, wenn ich nicht genug Proteine verdaue, zu wenig Aminosäuren. Aminosäuremangel, immer häufigeres Problem, also einzelne Aminosäuren, die mir fehlen. Dann kann das Mitochondrium nicht mehr richtig arbeiten zum Beispiel. Oder wir können nicht richtig Muskeln aufbauen oder andere Dinge machen. Das heißt, das Mitochondrium muss funktionieren. Dann geht es auch um die epigenetischen Prozesse. Mhm. Welche Signale bekommt mein Körper jeden Tag? Bekommt der gute Signale? Durch mein Essen, dass ich Sport mache, dass ich gute Beziehungen zu meiner Umwelt pflege, dass ich nicht so viel Stress habe, dass ich genug in die Sonne gehe, genug Vitamin D bekomme, dass ich vielleicht aber auch nicht so viel Toxine habe. All das sind Signale auf meine epigenetischen Prozesse. Und wenn die Signale positiv sind, werden gute Dinge abgelesen. Wenn sie negativ sind, zu viele negative Signalmoleküle in die Zelle wandern, dann werden vielleicht zum Beispiel vermehrt Entzündungsproteine angeschalten und es entstehen vermehrt Entzündungsproteine in der Zelle, und dann das bedeutet, dass ich genug vermehrt Entzündungsproteine über die Zelle produzieren lasse und mein Körper dann vermehrt Entzündungsproteine hat und die überall im Körper rumflottieren. Dann bin ich chronisch still entzündet. Das macht mich auch müde und träge. Okay, dann die Zellmembran. Wir haben auch um die Zelle eine Membran, die muss auch gut funktionieren. Dann brauche ich auch diese Fette, die ich vorhin gesagt habe. Nicht nur das Mitochondrium braucht die. Dann wenn die Zelle gut funktioniert, dann kann mein Körper einigermaßen gut aus der Zelle die Giftstoffe entgiften, weil die Giftstoffe teilweise auch in der Zelle zu finden sind. Die Zelle entgiftet sich eigentlich selbst, schiebt die Gifte raus. Wenn die Gifte in der Blutbahn sind, muss die Leber sie entgiften können. Die Niere funktionieren, der Darm funktionieren, damit der Darm auch über den Stuhl zum Beispiel das ganze Zeug ausscheidet, über den Urin ausscheidet. Die Leber bestimmte Toxine, die fettgängig sind oder die fettliebend sind, die müssen vor allem über die Leber verstoffwechselt werden und dann über die Niere. Das heißt, all diese Prozesse dürfen unterstützt werden. Die Leber, der Darm und so weiter. Und dann passiert eine vollständige Entgiftung, eine gute Entgiftung. Viele fangen an und sagen, ich möchte mich jetzt entgiften, ich nehme jetzt mal ein bisschen Algen, Chlorella. Mobilisieren dadurch aber nur Giftstoffe. Sie müssen dann auch B-Vitamine nehmen. Sie müssen schauen, dass die Zellmembranen funktionieren. Und da sollte man sich dann schon lieber ein bisschen damit beschäftigen, wie das funktioniert. Aber prinzipiell darf man auch verstehen, dass bestimmte Vitamine, Mineralien und andere Sachen einfach sehr häufig im Mangel sind. Das heißt, man darf sich einfach auch lernen, mit den richtigen Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren und so weiter aufzufüllen, damit der Körper einfach seine normalen, klassischen, guten Funktionen vollziehen kann. Mir ist noch nicht ganz klar, Manuel, und wahrscheinlich ein paar Leuten, die zuhören, auch nicht. Wir haben jetzt verstanden, was das Problem ist, warum wir teilweise krank werden, Allergien bekommen und so weiter. Wir haben auch verstanden, dass sozusagen die Zellen und alles, was du gerade erzählt hast, was dazugehört, dass man die Funktion unterstützen muss. Und wir haben auch verstanden, dass wir sozusagen verschiedene Sachen ausprobieren müssen. Das Problem ist, dass viele nicht wissen, wo sie anfangen. Gibt es so eine Art System, nach dem man vorgehen kann, um seinen Organismus wieder zur Gesundheit zu bringen und ihn zu unterstützen, weg von den Entzündungsprozessen zu kommen? Ja. Viele Dinge sind individuell, aber nur zum Teil. Manche Dinge können wir einfach grundsätzlich tun. Wenn wir sie nicht tun, ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht optimal in deinem Körper funktioniert. Was ist das? Gesunde Ernährung, haben wir schon drüber gesprochen, ballaststoffreich, Gemüse, Obst. Sehr viel reich. Warum? Ist Information für deinen Körper. Das sind Signalmoleküle für deinen Körper, antientzündliche Signale für deinen Körper. Das zweite, gute Fette. Gute Fette sind gute Öle. Leinöl, Alpha-Linolensäure, ein veganes Omega-3-Öl, EPA, DHA. Olivenöl ist Ölsäure, brauchen wir auch unbedingt. Und vielleicht gesättigte Fettsäuren, zum Beispiel Kokosöl. Diese Öle über den Tag verteilt, ebenfalls in der Ernährung mit reinnehmen, perfekt.
Dann dürfen wir anfangen um zu verstehen, ja gut, unser Lebensstil, der verlangt von unserem Körper viel ab. Wir brauchen bestimmte Mineralien und Vitamine. B-Vitamine einnehmen, B-Vitaminkomplex. Wir brauchen Vitamin D. Wenn wir Vitamin D einnehmen, immer mit Magnesium zusammen einnehmen, weil Vitamin D wird weiter verstoffwechseln im Körper, brauchen wir Magnesium. Am besten sieben unterschiedliche Arten von Magnesium, die dann unterschiedlich sozusagen über den Tag verteilt aufgenommen werden. Nicht nur eine Magnesiumart, da kriegt man viel zu schnell Durchfall, wie zum Beispiel von Magnesiumcitrat, kann man es auch schnell Durchfall. Und du brauchst meistens viel mehr Magnesium, als du denkst. Dann auch immer gerne mit Vitamin A einnehmen, Vitamin D und Vitamin K2. Dann bin ich da schon mal mit vielen wichtigen Dingen versorgt. Dann darf ich anfangen, mich proteinreich zu ernähren, genug Proteine zu mir zu nehmen, zu gucken, dass ich die auch gut verdaue. Wenn ich merke, da habe ich ein Problem davon, dann kann man zum Beispiel sagen, ich nehme essentielle Aminosäuren zu sich. Essentielle Aminosäuren sind bestimmte Aminosäuren, die wir über die Nahrung aufnehmen müssen. Ja, da sprechen viele ärztliche Kollegen meinerseits über eine gute Proteinversorgung, wie wichtig das ist. Wenn ich nicht genug Proteine habe, Aminosäuren in meinem System, kann ich auch nicht richtig ordentlich entgiften. Gut, das sind so die Grundlagen. Kann man noch viel tiefer ins Detail gehen, aber das ist schon mal eine der sehr wichtige Dinge. Dann darf ich anfangen zu verstehen, wie kann ich meinen Darm unterstützen. Da würde ich vorschlagen, esse die Dinge, die viele Phytonährstoffe haben und vielleicht nimm bestimmte Dinge, die im Darm auch bestimmte Giftstoffe aus deiner Nahrung binden, die sowieso da drin sind. Fang an, ein bisschen Chlorella zu nehmen, vielleicht auch bestimmte Ballaststoffmischungen zu nehmen, wie Inulin, Pektine, damit das auch diese binden teilweise auch und es sind aber auch Futter für dein Darmmikrobiom. Also das ist jetzt der große Bereich der Ernährung. Mhm. Wir haben ja noch weitere Bereiche, die dazu führen, wie zum Beispiel jetzt der Faktor Stress, was ja viel mit Lebensstil zu tun hat. Mhm. Was sind da aus deiner Sicht die wichtigsten Aspekte? Viele verstehen unter chronischem Stress immer nur oder sehen eine Person, die in der Arbeit gestresst ist oder emotional in sich gestresst ist. Das verstehen Menschen unter chronischem Stress. Ich verstehe eine Person unter chronischem Stress folgend. Ein Mensch, der chronisch Stresshormone in seinem System hat. Und jetzt frage ich mich, wie entstehen denn chronisch diese Stresshormone in dem System? Einerseits durch emotionale Sachen, wenn ich mich stresse, über den Tag verteilt und so weiter. Oder von außen durch meine sozialen Faktoren, über meine Beziehung und so weiter. Oder, was löst auch wieder chronischen Stress aus? Toxine auch wieder. Oder meine Ernährung, wenn sie in meinem Körper nicht das macht, was sie machen soll im Darm und mich zum Beispiel zu entzündlichen Prozessen, wenn es Entzündung im Körper auslöst, die Nahrung, die ich zu mir nehme, ist das auch Stress in meinem Körper. Das heißt, ich kann bestimmte Möglichkeiten haben, Stress in meinem Körper auszulösen. Und das ist chronischer, stiller Stress. Und die meisten leben halt auch einen Lebensstil, nicht nur über die Ernährung und so weiter, sondern auch durch ihre Beziehungen, die sie führen, zu ihrem Partner, Eltern, Freunden, aber auch Beziehungen, die sie führen in ihrer eigenen Arbeit, weil sie vielleicht zu viel von sich verlangen oder von außen Anerkennung brauchen ganz viel, die sie sich selbst nicht geben, dass sie am Ende extrem chronisch gestresst sind, wo sie das Ganze nicht machen müssen, obwohl sie es nicht machen müssten. Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, und mir fiel auch direkt die Beziehung zu dir selbst ein. Also nicht nur Beziehungen, die du zu anderen Leuten hast, sondern auch die Beziehung zu dir selbst. Wenn du jedes Mal in den Spiegel schaust und nicht zufrieden bist, wenn du jedes Mal denkst, es ist nicht genug, was du tust, das sind ja so Glaubenssätze, die auch permanent Stress auslösen, weil du immer das Gefühl hast, ich muss jetzt immer was machen, damit ich genug bin, aber wenn du diesen Glaubenssatz in dir hast, wird es auch nie genug sein. So. Das heißt, also aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive, fängt das da ja auch erstmal an. Und wenn du da eine gute Basis hast, dann wirst du dir auch im Außen Beziehungen aussuchen, die zu dir passen.
Und wenn du aber schon selber von dir selber schlecht denkst und im Mangel bist, dann wirst du dir auch im Außen Beziehungen aussuchen, die das irgendwie in Interaktion mit diesem Glaubenssatz gehen. Und ich glaube, das verstärkt den Mechanismus, ist so meine Perspektive darauf. Ja, es ist so multifaktoriell. Ja. Und auch gleichzeitig, was ich mir auch gerade gedacht habe, du kannst auch 2 Personen nehmen, die gleich viel ambitioniert arbeiten. Und die eine Person stresst sich aber mega rein und die andere Person fährt dasselbe Pensum, aber ist einfach mit einem anderen Gedankengut bei der Sache und ist nicht so gestresst. Das heißt, von außen kannst du das eigentlich total wenig bewerten, finde ich. Sondern es kommt da echt auf die innere Einstellung an, die halt den Stress auslöst. Und da erkennen wir jetzt schon, ne, Beziehungen gehen in verschiedene Richtungen. Dann haben wir Einwirkungen von außen. Dann haben wir die Ernährung. Das ist alles sehr, sehr, sehr komplex. Und ich glaube, es besteht halt die Gefahr, und das versuche ich hier gerade die ganze Zeit im Podcast so ein bisschen zu lindern. Also, dass so eine Angst entsteht, ich kann ja nichts richtig machen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, jetzt soll ich noch Vitamin A, B12, D und so weiter nehmen. Lass uns das Ganze nochmal wirklich runterbrechen, zusammenfassen. So. Ganz basic. Wo fange ich an? Das Beste für dich persönlich, wofür wie der Körper eigentlich entstanden ist aus der Natur. Das bedeutet, werde dir bewusst, umso naturnah du bist in deiner Ernährung und auch in deinem Lebensstil, umso gesünder wird es sein. Und das dürfen wir wieder lernen. Das ist, wenn wir das ja sehen, so im Biohacking-Bereich, ja, da gibt es dann Rotlichtlampen. Naja, wo kriege ich Rotlicht her? Eigentlich durch die Sonne. Ja. Und. Also dementsprechend, umso näher wir praktisch an der Natur sind. Und ich glaube, da hat jeder ein sehr gutes Gefühl dafür. Nur wir machen es häufig nicht. Wo ist der Start? Der Start ist, bei sich selber anzufangen und sich zurückzulehnen und zu sagen, okay, wo stehe ich jetzt gerade? Wo bin ich? Was brauche ich? Und was ist eigentlich wirklich der Punkt, wo ich jetzt persönlich den größten Schmerz eigentlich habe? Und da setze ich an. Und dann, jetzt hast du auch viel gehört über Vitamin D und Omega-3 und den ganzen, die kann man einfach, die Liste nimmt man das halt ein. Ja, das ist ja fein. Aber eigentlich geht es ja darum, Step by Step einen Change zu machen. Und ich erlebe das bei mir selbst. Ich durfte lernen, ich habe mit 31 habe ich 40 Supplements insgesamt pro Tag genommen. Ich durfte jetzt lernen, ein bisschen zurückzugehen, weil ich habe gesagt, ich entgifte mich jeden Tag. Hardcore. Ja, ich sehe das ja, ich brauche die Gifte, müssen raus. Das ist doch voll geil. Oh, ich werde dann so, mein Fass wird immer leerer. Und dann habe ich gemerkt, ich habe zu viel mobilisiert zum Beispiel, ich habe zu viel gemacht. War nicht gut für mich. Und für mich selber, ich darf realisieren, das, was mir persönlich zum Beispiel, wo ich jetzt in meiner Entwicklung bin, was mir persönlich am meisten gut tut, sind soziale Beziehungen. Und was habe ich die letzten 7 Jahre gemacht? Ich habe 3 Firmen groß gemacht oder mache ich immer noch und habe dadurch sehr, sehr viel auf der Strecke geblieben. Und wenn ich jetzt tief in mich hinein selber schaue, merke ich, was ist mein größter Schmerzpunkt? Der größte Schmerzpunkt ist, ich möchte wieder abseits von meinem normalen Job, das, was ich hier draußen die ganze Zeit mache und nach draußen propagiere und so weiter. Das ist sau cool. Macht mir sau viel Spaß. Ich habe gedacht, da drin gehe ich komplett auf. Gehe ich auch. Aber am Ende geht es darum, dass man selber dass man sein eigenes Glück findet. Und wenn du dein eigenes Glück gefunden hast und dein eigenes Sein sich wirklich gut anfühlt, und das passiert tatsächlich nicht komplett alleine. Jeder denkt immer, man muss alles alleine in sich selbst finden. Ich habe realisiert, das funktioniert nur gemeinsam.
Das funktioniert nur vor allem mit guten sozialen Kontakten. Wow. Gut in der Community eingegliedert. Zum Beispiel jetzt haben wir hier, ich sage hier, viele kritische Sachen gegen das klassische System. Und ich werde dafür vielleicht auch kritisiert. Muss ich mir anhören. Und auf der anderen Seite, manche Leute finden es mich gut. Aber ich brauche doch eine Community, ich brauche doch eine Herde, in Anführungsstrichen, wo ich zurückgehen kann, wo ich weiß, ich bin sicher. Ja. Ich brauche Freunde, einen Freundeskreis, wo ich weiß, ich bin sicher. Ich brauche eine Partnerschaft, wo ich weiß, ich bin sicher. Und das ist der größte Punkt meines Erachtens, wo wir eigentlich das größte Problem viele Menschen haben. Ja, voll. Stimme ich dir voll zu. Ich bin auch der Ansicht, wir leben halt in einer Gesellschaft gerade, wo insgesamt sehr viel Trennung passiert. Gedanklich, aber auch physisch. Also wir leben jeder alleine in der Wohnung zum Beispiel. Mein Opa, den ich über alles liebe, lebt alleine in der Wohnung. Ich habe mich letztens gefragt, warum eigentlich? Meine Oma ist gestorben. Und ich sehe einfach so sehr viel Isolation und ich erfahre das selber auch. Ich bin da an demselben Punkt wie du. Podcast jetzt hier großgezogen und habe ich auch gemerkt an einem bestimmten Punkt, genau wie du. Ich dachte, das macht mich jetzt komplett happy. Macht es auch, aber irgendwie fehlt ein bisschen Verbundenheit. So, was habe ich gemacht zum Beispiel? Ich bin jetzt nach Köln gezogen, in eine Bürogemeinschaft, in eine WG wieder gezogen. Und ganz banales Beispiel. Gestern Abend, ich bin komplett gestresst. Oder geht eigentlich. Ich habe die Woche sehr viel gearbeitet, dann war ich noch abends beim Sport, komme um 10 Uhr oben an in meiner WG. Und da sind meine Mitbewohnerin und ihr bester Freund. Und die sagen, komm Leon, komm, wir gehen mal ein bisschen auf den Balkon. Und ich so, ich muss jetzt eigentlich noch, ich muss noch ein bisschen arbeiten. Und dann setze ich mich da hin, Viertelstunde und komme komplett runter. So, das heißt, diese Außeneinwirkung, ja, dieses Handreichen, hey, wir sehen, du arbeitest einfach mega viel. Komm jetzt mal auf den Balkon und entspann dich mal ein bisschen. Ja. Die Mitmenschen sehen dich ja auch und sehen auch Teile in dir, die du selber nicht siehst. Und die sehen auch, was du brauchst. Und ich glaube, das alles hängt miteinander auch wieder zusammen, ne? Die Verbundenheit, die du dann mit anderen Menschen erfährst, die führt auch wieder zu einer größeren Verbundenheit in dir selbst. Es ist wie so eine Integration und wir brauchen die, sonst werden wir krank. Ja. Wenn wir da auf die Epigenetik schauen, tatsächlich, es gibt ein Hormon, das heißt Oxytocin. Das ist unser Kuschelhormon. Wenn wir uns umarmen, wenn wir uns wohlfühlen und so weiter in der Gruppe, dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Das reguliert bis zu 700 Gene positiv. 700, wir haben gerade mal 22.500. Und wir sind soziale Wesen, wir sind Community-Wesen. Und ich arbeite auch teilweise sehr viel, zum Beispiel auch von zu Hause, ja, alleine. Meine ganzen Teams sind überall verteilt. Und dann habe ich irgendwie 8 Stunden Meetings, teilweise, und frage mich so am Ende des Tages, nee, das ist nicht das, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und ich freue mich über jeden Tag zum Beispiel, dass ich jetzt hier zu dir nach Köln gefahren bin. Ja? Ich habe mich gestern Abend darauf gefreut, morgen zu Leon, schönes Gespräch, am Abend vielleicht Abendessen gehen, ich bleibe noch eine Nacht länger. Früher wäre ich sofort danach gefahren. Ja. Und jetzt denke ich mir so, nee, hey, ohne Scheiß, interessante Menschen wie dich, ja, möchte ich mehr kennenlernen. Und vielleicht entsteht da eine Verbindung, vielleicht können wir uns gemeinsam sozusagen, entsteht da etwas, wo wir uns gegenseitig bereichern können. Ja. Weil das ist auch noch was anderes, wenn ich persönlich ja auch in diesem ganzen Bereich ich beschäftige mich viel mit mir selbst und so weiter und dann irgendwann brauchst du entweder die Bubble, die das auch tut, oder die Bubble, die das nicht so tut, und ich bin tatsächlich in 2 Bubbles drin, auf der einen Seite, wo sie es tut, und die andere Seite, die das dann nicht so tut, die tut mir teilweise auch ganz gut, voll. Weil die können krass leben. Die leben einfach. Ja, voll. Ja, mein Bruder zum Beispiel hat sich noch nie so selber mit sich krass beschäftigt. Der lebt einfach. Der hat eine Frau, der hat 2 Kinder, hat ein Haus gebaut. Geil. Ja. Cool, ja. Ich, 3 Jahre jünger, nee, ganz anders. Ich habe halt irgendwie meine Karriere da nach vorne getrieben. Aber die leben einfach und es ist so schön zu sehen. Dazu nochmal abschließend.
das habe ich auch vor einigen Jahren erfahren, es ist so wertvoll, sich mit Menschen zu umgeben, die halt anders sind. Und am Anfang ist das vielleicht erstmal irritierend. Als ich damals nach Italien gezogen bin, ich habe da ein halbes Jahr gelebt, da kam ich auf eine Etage, das war auch damals im Studentenwohnheim, mit Leuten, wo ich dachte, boah, das ist ja, glaube ich, gar nicht meins. Also ich kann mit denen gar nicht richtig connecten, die sind ganz anders als ich. Nach einem halben Jahr hatte ich die beste Zeit meines Lebens. Weil ich auch so viel gelacht habe in diesem halben Jahr wie noch nie in meinem gesamten Leben, weil die so unerwartete Sachen mir die ganze Zeit gesagt haben, wo ich einfach mich nicht mehr halten konnte. So. Und das eigentlich führt, ja, ich glaube, der Begriff, den man dafür nennen kann, ist so diese Offenheit, diese Flexibilität auch zu bewahren, was das Leben angeht, was die Beziehungen angeht. Manuel, am Ende des Podcasts stellen wir mal dieselbe Frage. Stell dir vor, wir könnten jetzt einen Satz rausschicken an die Menschen, den sie alle lesen werden. Welchen Satz würdest du rausschicken? Dein Körper ist ein absolutes Wunderwerk. Und sorge dich um ihn. Manuel, wo können die Menschen dich finden? Auf Instagram Dr. Epigenetik. Und ich glaube, ab da findet man eigentlich alles. Die Links zu Manuel findet ihr in der Beschreibung. Manuel, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ich freue mich aufs Abendessen. Danke dir für die Einladung. Ich mich auch. Danke.